Hallo, liebe Zuschauer! Heute in meinem Video zeige ich, wie man so einen Stern mit Jasminmuster häkelt. Mit meiner Anleitung können Sie beliebige Größe häkeln. Ich habe 2 Beispiele vorbereitet. Wie häkelt man einen Stern? Als erstes fängt man hier unten an mit Anzahl von den Blättern und diese Anzahl soll durch 3 teilbar sein. Zum Beispiel bei der kleinen Stern hier sind 6 Blätter, bei der großen sind 9 Blätter. Also 6 durch 3 ist 2, 9 durch 3 ist 3. Wenn ihr noch größere braucht, dann macht ihr als nächstes 12, dann 15, dann 18, also jeweils um 3 mehr. So, hier sind 6, dann häkelt man ein Dreieck und von der Spitze geht man dann zur Seite und häkelt die nächste Spitze. Dann so rum und die nächste Spitze und dann die letzte. Kann man ja klar Garn abschneiden und hier anfangen, aber ich zeige, wie man das vermeiden kann. Den kleinen Stern habe ich einfach mit dünnerer Wolle gehäkelt. Den kann man ganz gut auf Tannenbaum aufhängen. Zwar Organic Baby Cotton von Firma Gazal. Und in diesem Video zeige ich den anderen Stern und den habe ich mit Makramé Cord 3 mm von Krobe gehäkelt. Und man braucht 2 Maschenmarkierer. Gehäkelt habe ich mit Häkelnadel Nummer 4. Als erste 2 Luftmaschen, einen Knoten bilden, 2 Luftmaschen. Erste Blatt ziehen Sie raus, ungefähr 1,5 cm. Drauflegen. In die erste hier Masche und ein Faden rausziehen und noch einmal rausziehen. Je nachdem, wie dick euer Garn ist, kann man 2, 3 oder 4 Mal drauflegen und hier reinlernen. Zum Beispiel in diesem kleinen ist ganz dünne Garn, da habe ich 3 Mal gemacht. Jetzt hier mache ich 2 Mal. Halten Sie dieses Faden durch alles ziehen, langsam, dann unter diese Faden eine Kettmasche ziehen und eine Luftmasche. Und jetzt ziehen Sie ein bisschen so zusammen, nicht ganz stark, damit hier nicht so riesen Öffnung entsteht. Und auch nicht zu fest, sonst später kann man nicht da rein lernen. Rausziehen, in diese Stelle, wo hier rein, 1, 2 und abhäkeln, halten, durchziehen, Kettmasche, Luftmasche, bisschen nachziehen. So, welche Blätter brauchen wir? 9 Stück. Rausziehen, 1, 2 abhäkeln. Und so weiter. Reihe Nummer 2 und jede andere Reihe häkelt man gleich. Als erste mit 2 Blättern, das ist eine Abnahme, und alle andere mit 3 Blättern. Dann dreht man das rum und häkelt genau dasselbe. Erstmal 2 Blätter, rausziehen, hier rein 1 und noch einmal 2. Das eine Blatt, dann in die nächste direkt drauflegen. Einmal, drauflegen, zweimal. Und das alles auf einmal jetzt abhäkeln. Halten Sie fest, langsam, mühsam, aber nicht so viel, damit das keine Riesenöffnung entsteht. Durchziehen und Luftmasche. Also, das ist der Zweier. Der Dreier, da häkelt man oben, unten, dann die nächste. Jede Masche häkelt man erstmal oben,
dann hier unten, dann die nächste. Und jetzt vorsichtig alles auf einmal abhäkeln. Wenn irgendwelche Faden durchgeht oder können Sie nicht mehr rausziehen, dann alles aufmachen und wieder von Anfang an. So, durchgezogen, drauflegen. Kettmasche, Luftmasche. Das war die Dreier. Also schauen Sie. 1, 2 ist Zweier, 1, 2, 3 ist Dreier. Und so weiter bis zu allerletzte. Oben, unten, dann die nächste. Alle drei auf einmal. Luftmasche nicht vergessen. So, und ihr häkelt das selbstständig so weiter bis allerletzte. Allerletzte zeige ich noch. Und die letzte oben, unten und die allerletzte. So, erste Reihe ist fertig. Können Sie schauen. Allererste war Zweier, alle anderen sind Dreier. Jetzt häkeln wir genau dasselbe. Drehen Sie rum. Reihe zu Reihe immer dasselbe, bis man irgendwann Ecke rauskommt und als letzte wird eine 2 sein. So, hoch, erste, dann zweite nebendran und alles abhäkeln. Jetzt die dritte, oben, unten, nächste. Also jede Masche, oben, unten, nächste. Und die letzte haben Sie ja gesehen. So. Kommt jetzt hier rein. Also das war gehäkelt von der Reihe Nummer 1. Jetzt häkeln wir hier die letzte. Also es geht schon schräg nach oben. Also ihr häkelt weiter selbstständig bis zu Ende. Hier zeige ich noch einmal, wo ist die letzte Masche. Jetzt schauen Sie. 1 oben, 1 unten und die allerletzte hier. Das gehört schon zu der ersten Reihe und steht schon so schräg. So sieht das jetzt aus. Drehen Sie rum und wiederholen Sie wieder genau dasselbe. Erstmal Zweier, dann alle Dreier. Und die letzte sehen Sie selber jetzt. Der steht so ein bisschen schräg. Hier kommt die letzte. Also können Sie auch nachzählen. 1, erste Reihe, 2, zweite Reihe. So, ihr häkelt das selbstständig. Mit jeder Reihe wird es weniger und weniger Maschen. Und wie gesagt, am Ende wird nur eine 2 sein. Da treffen wir uns wieder. So sieht das aus. Können Sie hier nachzählen. Es sind 8 Reihen. Die Reihe Nummer 9 ist die letzte Reihe. Wer häkelt mit 6 Blättern am Anfang, haben dann 6 Reihen insgesamt. Wer mit 12, dann hat man 12 Reihen. Hier
letzte 2 Blätter. Jetzt brauchen wir Maschenmarkierer und markieren, wo die nächste Spitze anfangen soll. Also hier 3 Reihen von hier, 3 Reihen von da und in die Mitte bleibt auch 3 Reihen. Deswegen ist es wichtig, Anfang mit Anzahl, welche durch 3 teilbar ist. So, bis dahin kann man hier Garn abschneiden, verknoten und hier wieder anfangen. Oder man kann mit Kettmaschen bis dahin häkeln. Also ungefähr so lang wie diese Reihe ist. So, dann geht man da rein, eine Kettmasche durchziehen und eine feste Masche hier. So. Dann wieder so ein bisschen rausziehen, schauen Sie, wie groß ist das, wieder durch das, durchziehen, eine Masche, also fixieren wir. Und jetzt in diese Stelle jetzt, wo markiert ist, durchziehen und auch fixieren. So, sind wir jetzt da. Hier fängt man an wieder mit 2 Blättern. In dieser Stelle, dann in der Stelle nebendran, abhäkeln. Dann nächste kommt 3. Hier unten und hier. Und die letzte. 1 hier, 2 und die dritte in die markierte Stelle. Umdrehen, schauen Sie, hier ist schon schräg steht, hier häkeln wir wieder 2 und dann die 3. Und die letzte Reihe ist hier mit 2, also es sind insgesamt 3 Reihen. So sieht jetzt Spitze aus. Schauen Sie. So, die nächste markieren wir diese Seite. Auch 1, 2, 3 markieren und weiter 1, 2, 3 markieren. Hier ist der 3 geblieben. Und jetzt häkeln wir genau dasselbe wie hier, auch da. Man kann Garn abschneiden, verknoten und hier anfangen. Oder man geht wie vorher mit Kettmaschen bis diese Stelle. Können Sie selber entscheiden, wie es für Sie lieber ist. Und an dieser Stelle wiederholen Sie wieder diese 3 Reihen,
Also diese Schritte 1, 2, 3. Immer mit 2 anfangen, dann 2 mal 3 umdrehen, eine 2 einmal 3 und die letzte Reihe nur mit 2. Und die anderen Sachen, also andere Enden, genau dasselbe. Immer das gleiche Schritten. Nächste markieren Sie dann die Seite, hier und hier, 3, 3, 3 und häkelt er auch die letzte Seite so. Jetzt Stern ist fertig. Wer braucht, kann auch so eine Schleife hier lassen, einfach Knoten am Ende und durchziehen. Zum Beispiel für Tannenbaum aufhängen. Wer braucht das nicht abschneiden, verknoten, auch Ende vernähen. Oder man kann auch einen Abschluss häkeln. Also einfach mit festen Maschen ganze Stern umhäkeln. Ich rate immer unter die 2 Faden hier gehen, regelmäßig. Hier 2 Faden, hier in die Mitte. Auch ein bisschen locker häkeln, nicht zusammenziehen. Hier 2 Faden, dann in diese Mitte und so weiter. Immer schauen Sie gleichmäßig durch die ganze Stern. So, irgendwelche 2 Fanden immer finden. Und sieht dann das auch ordentlich aus. An den Spitzen häkeln Sie in diese Mitte 3 Stück, damit man richtig Spitze bekommt. So, jetzt auf die andere Seite weiter. Dann die 2 Faden hier und hier in die Mitte. So sieht dann Spitze aus. Ganz am Ende Garn abschneiden, letzte Masche rausziehen, bei der ersten unter die 2 Faden durchziehen und wieder zurückbringen auf der Stelle, wo es rauskommt. Drehen Sie herum, schauen Sie, wo ist das genau. Und dann runterziehen, dieses Ende verstecken und auch vernähen. Und das war's, mein Stern ist fertig. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Abonnieren Sie meinen Kanal, schreiben Sie mir einen Kommentar und über eure Likes werde ich mich besonders freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!